So by the way, so here are all the motifs already listed. Und hier sind alle Motive aufgezählt. Okay, chapter 11, verse 12. Kapitel 11, Vers 12. It says, he will raise a signal for the nations. So again, he will raise a flag for the nations. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern. And will assemble the outcast of Israel and gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Zusammenbringen die Verjagten Israels und zerstreuten Judas, versammeln von den vier Enden der Erde. The jealousy of Ephraim shall depart, the hostility of Judah shall be cut off. So there is no hostility, no jealousy. Und es wird keinen Neid mehr geben. Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet. Okay, they are no longer jealous of one another, no longer hostile to one another. Die sind nicht mehr neidisch gegenüber oder feindselig gegenüber. Then in verse 14 it says they will swoop down on the backs of the Philistines. It sounds like a military contest. Es wird stehen, sie werden stürzen auf das Land der Philister. Together they plunder the people of the east. Mit Militärüberwand, miteinander berauben. It sounds like a military conquest. Das hört sich an wie Militär. They shall put their hand against Edom and Moab. The Ammonites shall obey them. Strategie. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken. It sounds like a military conquest. Das hört sich wieder an wie diese Militär. Except those nations no longer exist. Die Stadt gibt es gar nicht mehr. So it cannot be literal. Also kann es nicht wirklich sein. Okay, some of these nations are gone. Manche dieser Nationen sind schon weg. And as I already explained, sometimes the apostles interpret this and see it spiritually. Und manchmal legen die Apostel das dann so aus, dass es geistlich gemeint ist. And verse 15 says, and the Lord will utterly destroy the tongue of the sea of Egypt and will wave his hand over this river with a scorching wind and will split into 7 channels and make a way to cross our foot. Und in 11 Vers 15 steht, und der Herr wird ausstrecken die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit seiner starken Wind und in den 7 Bäche zerschlagen. So there will be another exodus of Egypt. Genau, hier ist ein zweiter Exodus aus Ägypten beschrieben. But it's not a literal exodus of Egypt. Aber kein wörtlicher Auszug aus It Ägypten, is this exodus we are talking sondern about. dieser Auszug aus That is Ägypten. what these prophesy. Das Kirchenalter, darüber And prophezeit so there shall be a highway. Und deswegen soll eine Straße sein. From where? Von wo? From Assyria. Natürlich Assyrien. For the remnant of his people. Für den Überbleibsel seines Volkes. Like there was for Israel when they came out of Egypt. Genauso wie es diese Straße für Israel gab, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. And so we're talking about a highway. Jetzt reden wir über diesen A Highway, remnant. ein Überbleibsel. Now, when is that fulfilled? Wann wird das denn erfüllt? Is it fulfilled in 539? Es ist erfüllt 539. Well, literally, but it says Assyria. Wird, wörtlich gesehen ja, aber da steht Assyrien. It's not saying Babylon. Da steht ja nichts von Babylon. Okay, so it cannot be literal. Also, deswegen kann das nicht literarisch sein. Okay. Wörtlich sein. Again, Nochmal. is this about 1948 when Israel became another nation again, a new nation? Es ist über 1948, als Israel eine neue Nation When the wurde. United Nations recognized the state of Israel. Als die Vereinten Nationen Israel anerkannt And haben. people from many regions came back to Israel. Und Menschen von vielen Nationen sind weg zu It's a very Israel popular gekommen. teaching, Das ist eine mögliche Wiederholung. and also very popular in Germany, I think, Und das ist eine gewöhnliche Interpretation. as it is in Eine America. bekannte, genauso wie in But I Amerika. don't think so, Aber ich glaube, das ist nicht so. because these nations don't exist anymore. Denn die Nationen, die gibt es doch gar nicht mehr. Edom, Moab, Ammonites, they're not there. Edom, Moabiter und so weiter. How can this be literally fulfilled if those people groups don't exist? Wie kann das dann wörtlich erfüllt werden, wenn es die Völkergruppen nicht mehr gibt? Paul says Paul sagt. Paul says this remnant is about being saved. Paulus sagt, dieser kleine Rest wird sogar gerettet werden. Okay, we don't take it literally Also nehmen wir es nicht wörtlich. because Paul doesn't. Ja, Paulus das auch nicht. He talks about salvation, Denn er redet über Errettung. a spiritual Eine restoration. geistliche Wiederherstellung. It started out with God will raise a flag for the nations. Das fängt damit an, dass Gott diese Fahne für die Nation aufrichtet. And we already talked about it earlier in verse 10 that flag is, and what we rally around is from the nations. In 11.10 da steht schon, dass dieses Zeichen für Völker, für Völker ist. It's the kingdom of God. Es ist das Königreich Gottes. Jesus is the king. Jesus ist der König. We are the body, we are the church. Wir sind der Körper, wir sind die Kirche. Okay? Ja. 19, chapter 19, Kapitel 19, verses 23 to 25. Kapitel 23 bis 25. Okay, chapter 19, verses 23 to 25. Kapitel 19, Vers 23 bis 25. On that day, Zu der Zeit there will be a highway. wird eine Straße sein. Okay, a highway from Assyria to Jerusalem,
von Ägypten von Assyrien nach Jerusalem? No, it says there will Nee. be a highway from Egypt to Assyria. Nein, sondern von Ägypten nach Assyrien. And what are they going to do? Und was machen die von And it Ägypten says nach the Assyrien? Assyrian will come into Egypt, and the Egypt into Assyria, and the Egyptians will worship with the Und Assyrians. da steht die Ägypter nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. On that day, An dem Tag. Israel will be the third Israel wird der Dritte sein. with Egypt and Assyria. Mit Ägypten und Assyrien. A 24. blessing in the midst of the Ein earth. Segen mitten auf Erden. Okay, whom the Lord of hosts has blessed, saying, Denn der Herr wird sie segnen. Blessed be Egypt. Gesegnet bist du Ägypten. What is he calling them? Wie nennt er sie? My people. Mein Volk. And Assyria, Und Assur, the work of my hands. das Werk meiner Hände. And Israel, my heritage. Und Israel mein Erbe. Okay, this is about the church. Da geht es um die Kirche. We see Egyptians worshipping, Wir sehen Ägypter, die anbeten. Assyrians worshipping, Assyrer, die anbeten. basically the nations. Also eigentlich die Nationen. These were enemies of Israel, Und die eigentlich waren die and Feinde von together Israel. with them Zusammen, they are worshipping God. zusammen beten sie Gott an. How is that fulfilled? It's fulfilled in the church. Und wann wurde das erfüllt? Heute in der And so we Kirche. talk about a highway. Wir reden wieder über diese Straße. Then we have Assyria, Wir haben Assyrien, we have Egypt, Ägypten, and we have Babylon. No, not Babylon. Israel. Israel. Okay, and we talk about highways Jetzt reden wir über diese Straßen. going this way, this way, this way, Die that dahin, way, die dahin. this way, that way. Und dahin. We're all on that highway. Und wir sind alle auf diesen Straßen. We are all worshiping. Wir beten alle an. Not in Jerusalem. Nicht in We're Jerusalem, worshiping, but in each other's nations. sondern in den Nationen It's der anderen the Völker. church. Das ist die Kirche. Amen. Amen. Well, They're looking a little bit confused? I'm not sure. You need to ask them. Yeah. So this is nothing that will happen in reality. I mean, I heard so many people say, yeah, Egypt and Israel, and like literally, they take it literally for our time or something that is about to come. It is already being fulfilled. We have many Egyptians in YWAM and in the church, right? Also wann ist jetzt die Erfüllung und wie? Ich glaube, das ist schon erfüllt. It's already happening. Not like We as a have stage peace. or- The peace of God is with you that the world does not know. Der Friede Gottes ist mit euch, den die Welt nicht kennt. But we don't experience total peace because we're still sinners. Aber wir erfahren keinen totalen Frieden, weil immer noch Sünde da ist. Holy Spirit has come upon us, Und der Heilige Geist ist auf uns gekommen. but not perfectly, Aber yes, nicht perfekt. but we're still sinners. Nicht endgültig, weil wir nur noch Sünder sind. But that is why you have to come back for SBS. Und deswegen musst du zu uns. I haven't said it today. Ich habe das This is heute my nicht only first time I said that, Das erste Mal, dass ich das jetzt so sage. that you can study in more detail. Und dann habt ihr noch mehr Zeit, das zu studieren. Yeah? Okay. But I do challenge you, basically do not assume when you hear it, don't even assume that I'm right. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann setzt nicht voraus, dass ich unbedingt richtig Study bin, the scriptures for yourself. sondern studiert es für euch selbst. But that's the same in church. When you listen to a teacher, don't assume the teacher's right. Genau Just soll, study das, the scriptures. genau soll das in der Kirche sein. Wenn der Pastor was sagt, dann setzt nicht voraus, dass der richtig ist, sondern prüft das in der Bibel. But I believe that what I share is just a beautiful, beautiful message. Und was ich teile, ist einfach eine wunderschöne Botschaft. Wonderful, wonderful news. Eine richtige, krasse, super It's not so Neuigkeit. complicated. Die sind gar nicht so kompliziert. And the best thing of all, Und das Allerbeste, it's apolitical, meaning not und es political. hat, ist politisch, hat keine Verknüpfung politisch. It's not politics. Es ist keine Politik. I can be as much for Israel as I'm for the Palestinians. Mein Herz kann genauso für Israel schlagen wie für die Palästinenser. I do not take any sides. Und ich bin da nicht parteiisch. I will never share a message in church that is politically tinted Und ich werde niemals in der Kirche eine Nachricht teilen, die politisch beeinflusst and ist. say that God has a special thing going for Israel. Und würde sagen, Gott hat so eine ganz besondere Sache für Israel. Because that's bad news for the Denn das Palestinians. wäre dann schlechte Nachricht für die Palästina. Right? Stimmt's? Oh, we take sides. Oh, wenn wir neben der Seite The only side I take is the side with Jesus. Und die einzige Seite, die ich nehme, ist Jesus' Seite. And Jesus says that Jew and Gentile
Und Jesus sagt, dass Juden und Arab and Palestinian, Palästinenser und Araber and everybody und else, jeder andere, black and white, schwarz-weiß, small and old, klein und we're groß, all in that playground playing. wir dürfen alle auf dem Spielplatz We're spielen. all having a good time in the kingdom of Wir God. haben alle eine gute Zeit und But können. there is no jealousy, Da gibt es keinen Nein, perfect harmony. sondern Frieden. Yes. So you think that in the Old Testament, God chose Israel to be His people, and when Jesus came, it isn't anymore only especially Israel, but they have a special rule in His Special eyes. connection with God. Yes. Mhm. It isn't so. You decide. Be open for that idea. Also die Frage war, ist es jetzt nur Israel gemeint oder wird die Menge erweitert? Und ich gebe jetzt die Challenge, du darfst das selber entscheiden, wie du es siehst. When you come to Romans, Wenn ihr noch zum Römern what does Paul explain? was erklärt Paulus? Yeah? I am a Jew, Ich bin ein Jude. not because I am a descendant of Abraham, Nicht, weil ich von Abraham abstamme, but because I believe. weil ich glaube. That's what Paul says. Und das sagt Paulus. And Jesus says, when the people were celebrating Jesus was coming into Jerusalem, Und wenn die Leute feiern, dass Jesus nach Jerusalem einzieht, and they were children of Abraham, Kinder Abrahams, Jesus said, God can raise out of these stones children of Abraham. da haben die gesagt, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams erwecken. Paul says in Romans, we are not a child of Abraham because of our lineage. Und Paulus sagt in Römer, wir sind nicht Kinder Abrahams aufgrund unserer physikalischen Abstammung. You're not Jew by ancestry, you're a Jew because you have faith in Man Jesus. ist Jude nicht auf physikalische Abstammung, sondern durch Glauben an Jesus. So, Jew and Gentile Deswegen, Juden und Heiden are in Israel. sind in Israel We talk integriert. about the true Israel. Wir reden über das wahre Israel. And the true Israel is not a piece of real estate. Das wahre Israel ist nicht ein physikalisches vorhandener Staat, The true Israel is the church. sondern das wahre Israel ist die That Kirche. Isaiah is describing Das beschreibt Jesaja hier. with highways Mit Straßen and signals und Zeichen, and remnants. Überbleibseln. All those pictures Die ganzen Bilder. are all leading us to understand these are pictures of the church. Und die leiten uns dahin zu verstehen, das sind Bilder der Kirche. Yeah? So there is no special, so it's not complicated. Eigentlich ist es gar nicht kompliziert. Like, have you guys seen the Left Behind movies? Habt ihr es gibt eine Serie, die zurückgebliebenen Filme gesehen? Okay, good. Never watch them, Das okay? guckt ihr euch auch nicht And an. don't read their books. Und lest die Bücher auch. Very popular in the church in America. In Amerika sind die sehr Like, populär. some people have like the shelf full of 20 books. Und manche Leute haben das Bücherregal von 20 Büchern davon. You get completely confused when you read them. Und das sind Romane, wenn ihr die lest, dann Because they ist es don't sehr interpret, verwirrend. I believe they don't interpret the scriptures properly. Meiner Meinung nach interpretieren die Schriften nicht angepasst. And so there's maybe a lot that you assume that you were assuming, well, everybody, this is what the Bible teaches. Well, maybe you should have another look at the Bible. Und vielleicht solltet ihr einen anderen Blick haben, denn die setzen vieles einfach voraus. Und And instead of imposing our view on the Bible, let the Bible speak. Let the Bible explain es it. ist unsere Aufgabe, dass wir nicht unsere Sichtweise in der Bibel versuchen zu finden, sondern die Bibel selber sprechen Okay? lassen. I'm just saying what I'm just reading and how the New Testament interprets it. Also ich sage nur das, was ich lese in Jesaja und wie das Neue Testament das Alte auslegt. Yeah? Okay, can we continue? Now, I don't think, I'm not assuming that I'm not winning you over, all right? I'm not trying to get you to my side. Also ich versuche euch dabei bei der ganzen Sache nicht meine eigene Meinung zu überzeugen. All I want you to understand is there's more than one side. Also was ich euch will, dass ihr es versteht, dass es verschiedene Sichtweisen And gibt. be open to see what the scripture says. So let the Holy Spirit teach you. Seid offen zu hören, was das Buch sagt, die Bibel und was der And I Heilige Geist think, euch lehrt. and I think that the truth is even more beautiful than you thought it was. Und ich glaube, die Wahrheit ist viel schöner, als ihr denkt, dass sie So you should be excited. Also das könnt ihr euch freuen. Okay? Good. So we have we have highways. Straßen. Isaiah 2 verse 2. Jesaja 2,2. Okay, Isaiah 2 verse 2. It says, in days to come, that's another way of prophetic jargon. Huh? Ganz am Anfang steht, an den Tagen zu kommen, wieder eine neue Art, prophetisch etwas zu sagen. Talking about salvation oracle. Das redet über, also es ist ein
ein sogenanntes Kreisorakel. In the days to come, the mountain of the Lord's house shall be established as the highest of the mountains, and shall be raised above the hills. All the nations shall stream to it. Es wird zur letzten Zeit der Berge, da es des Herrn Haus ist, fest steht, höher als alle Berge, über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. So we already have a picture of a highway, huh? Also da gibt es das Bild, das ist der And of Straße, nations on that highway. Nationen auf die And Straße. now these nations are going on the highway, going where? They go to a mountain. Und wo gehen die Nationen auf der Straße hin? Zum Berg. And so we have another motif. Also ein neues Bild. And it is the highest of the Es mountains. ist der höchste der Berge. Okay, the highest of the Der mountains. höchste der Berge. 27:13. 27,13. 27:13. It says, and on that day, An diesem Tag, let me see, do I still have scriptures? No. So on 27:13, and on that day a great trumpet will be blown. und an diesem Tag wird zu der Zeit wird man mit einer großen You know, Posaune like blasen. the day of the Lord, the trumpet blows, and we have the day of the Lord. Der Tag des Jesus Herrn, die coming. Posaune bläst. Okay, something is coming to that mind, right? Irgendwas in die Richtung könnte euch vielleicht in den Sinn The kommen. great trumpet will be Große blown. Trompete. And those who were lost in the land of Assyria and those who were driven out of the land of Egypt will come and worship the Lord on the holy mountain at Israel. Und die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berge. So if you're a little less, you're confused because now we're going to Jerusalem. I thought we were going to be in Egypt. Wenn ihr das alles wörtlich auslegen müsst, dann gibt es jetzt einen Kontrast. Bei dem anderen steht nämlich, dass wir jetzt nach Ägypten gehen, aber hier steht nach Jerusalem. But you're not little. You're not to interpret this literally. You need to see it symbolically. What does it mean? Und das heißt, das darf man nicht wörtlich auslegen, sondern symbolisch. Was heißt das, dass man nach Ägypten geht oder All Jerusalem? right. And so it talks again about the church. Und das redet wieder über die Kirche. And this time we are saying that the people driven out of Egypt will come and worship the holy mountain in Jerusalem. Und hier steht, dass die Leute die aus Ägypten herauskommen, Aber nach it Jerusalem could gehen und mean dann Gott this. anbeten. Und das könnte das sein. It could mean this or this. Und das könnte das You have to sein. decide. Das müsst ihr entscheiden. But I think Aber ich denke, it's the church. es ist die Kirche. In the next passage, In der nächsten Passage we see this motif, highway, hier haben wir wieder das Bild der Straße. and this motif, highway, is now called holy way. Und die Straße wird jetzt zur Heiligenstraße. Isaiah 35, Jesaja 35, verses 5 to 10. 5 bis 10. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the speechless sing for joy. For waters shall break forth in the wilderness, and streams in the desert. The burning sand shall become a pool, and the thirsty ground springs of water. The haunt of jackals shall become a swamp. The grass shall become reeds and rushes. In verse 8, a highway shall be there, and it shall be called a holy way. Also von 5 bis 8. Da werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es wird Wasser in der Wüste hervorbrechen, Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und jetzt in 8, und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Okay, so this highway, this highway is now called Holy Way. Diese Straße wird jetzt genannt Heiliger Weg. And then it says the unclean shall not travel on it. Und das steht dann danach, die Unreinen sollen nicht darauf, dürfen es nicht Okay, betreten. so now, what does it mean now? Und was bedeutet das denn jetzt? Sometimes we say we are in the church, Manchmal sagen wir sind in der we talk Kirche. about clean and unclean. Wir reden trotzdem über That means, Unreinheit und Reinheit. then we say Jew and Gentile are in the church. Also ich könnte auch sagen, Heiden und Juden sind in der Kirche. But now it says the unclean shall not be on it. Und jetzt steht hier aber, die So Unreinen now sollen I'm gar nicht drauf confused. sein. Das können mich verwirren. Gentile not on it? Heiden sind doch nicht drauf. No, you need to understand in the symbolism, the meaning of the symbolism can change all the time. Aber hier könnt ihr verstehen, die Bedeutung des Symbols kann sich You, ändern. because we are not literalists. Weil wir es nicht wörtlich nehmen. We are not to be Wir literalists. sollten das auch nicht sein. You have to look at context. Sondern sich den And Kontext, now den it is, Hintergrund angucken. now it means the sinners will not be on the highway. Und hier heißt das jetzt praktisch, dass die Sünder nicht auf dem So it's not talking sind. about Jew and Gentile, clean and unclean. It talks about those that are whose forgiveness, whose sins are forgiven, are clean,
whose sins are not forgiven are unclean. Also redet ihr jetzt nicht über Heiden und Juden, sondern diejenigen, deren Sünden vergeben sind, die sind rein, diejenigen, die sie nicht vergeben sind, die sind unrein. Okay, and in verse 9 it said, no lion shall be there. Und in 9 steht, und es wird da kein Löwe So wait a sein. minute, we just read that the lion is in paradise. And, we just read it, that the lion is there. Am Anfang von Jesaja steht doch, dass der Löwe da It's ist. inconsistent. Das widerspricht sich doch. If you're literalist, Wenn man das wirklich nimmt. but you understand that this poetic language, Aber wenn man versteht, dass das Symbole sind, you have to understand the symbolism that is communicated. deswegen ist es wichtig, die Symbole zu verstehen, die hier kommuniziert werden. Okay? And so now it may be seen that no predators are there, no ravenous beast is there, no unclean is there, no one that's not forgiven Und is hier kann man not das there. jetzt so auslegen, dass da keine Raubtiere sind. Niemand, dem nicht vergeben wurde. But and then in at the end of verse 9 he said the redeemed shall walk there. Und am Ende von Vers 9 steht, sondern die Erlösten werden dort gehen. Those redeemed from sin, Die Erlösten von Sünde, the slavery, the captivity of sin. die Gefangenschaft der der Sklaverei. And in verse 10, and the ransom of the Lord shall return and come to Zion with singing. Und der Überbleibsel des Herrn soll zurückkommen und zum Hingehen mit Singen. Everlasting joy shall be upon them. Und es Verse 10. soll überfließende Freude, soll Freude und Wonne werden sie Okay, erklären. and there is no sorrow, sorrow and sighing shall flee away at the end of that verse. Schmerz und Sorgen wird entfliehen. That's like Revelation. Das ist die Offenbarung. John sees the picture of the new heaven and the new earth, Johannes sieht das Bild des and neuen he Himmels said und there is neuen no Erde. sorrow, no death. Er sagt, er ist kein Leid, kein Tod. Okay, that is the kingdom of God. Das ist das Königreich Gottes. Okay. Now, John the Baptist, Johannes der Täufer. he was ministering and got himself into prison. Der hat gedient und hat sich selbst ins Gefängnis manövriert. And then he sends a messenger. Dann hat er jetzt einen Botschafter gesendet Are you the one? zu Jesus. Bist du derjenige? So even John the Baptist began to doubt Sogar Johannes der Täufer hat angefangen zu zweifeln, that Jesus was the Messiah. dass Jesus der Messias ist. Why? Warum? If you're the Messiah, Wenn du der Messias why the bist, heck am I in prison? warum bin ich dann im Gefängnis? Huh? Ja? And then soon he is even beheaded. Und dann wird er dabei geköpft. Okay? So what is Jesus saying? So, was sagt denn Jesus? In Matthew 11, Matthäus 11, verse 2 to 10, 11, 2 bis 10. and Jesus says, go and tell John, Jesus sagt, geh und sagt Johannes, the blind shall receive the sight, die Blinden werden sehen, the lame walk, die Lahmen gehen, the deaf will hear, die Tauben hören, the lepers are cleansed. die Basically, he is giving a reminder of what Isaiah said in Isaiah 35 about the people that are getting healed. die Leprakranken gehalten. Er sagt eigentlich, gibt es eine Erinnerung, was Jesaja in Kapitel 35 gesagt hat, dass krank gehalten In werden. other words, Jesus is saying, Also sagt Jesus, I am the Messiah of Isaiah, that Isaiah talked about. ich bin genau der Messias, über den Jesaja geredet By hat. the very fact that the blind see, Dadurch, dass die The Blinden deaf sehen, hear. die Tauben hören, okay, I am the Messiah. He says that in an indirect way. und er sagt es indirekt. Okay, in Matthew 11, Matthäus 11, verses 2 to 10. 2 bis 10. Okay, and then Jesus says, Und danach sagt Jesus, blessed is the one gesegnet ist who does derjenige, not take offense of me. der mir keinen Anstoß nimmt. Yeah? So in other words, John, even though you're in prison, don't be offended. In anderen Worten, Johannes, auch wenn du im Gefängnis bist, dann stör dich nicht You daran. are on the right track. Du bist auf dem richtigen I Weg. am the Messiah. Ich bin der Messias. So do not be offended that I am not helping you. Sei nicht beleidigt, dass ich dir nicht helfe. Elsewhere, just about when Jesus was about to be crucified, when he was arrested in Gethsemane, he said to Peter, don't fight. If I want, I can command legions of armies to come to my rescue. Und als Jesus dann kurz vor seiner Kreuzigung stand und festgenommen war, dann hat er zu Petrus gesagt, ey, kämpfe nicht. But that's Wenn ich not- es wollte, könnte ich Legionen von Engeln anfordern, die für mich kämpfen. But that's not why I've come. Aber das ist nicht, warum ich gekommen bin. Because I am bringing a spiritual kingdom. Denn ich bringe das geistliche Königreich. It's not of the kingdom of the earth. Das ist anders als das Königreich. Yeah, are you understanding? Versteht ihr das? So he's not helping John the Baptist, but he's also not helping himself. He is also killed. Er hilft damit nicht Johannes dem Täufer, er hilft sich selber, denn er wird getötet. So blessed are you blessed is anyone who takes no offense at me. Ein gesegnet ist jeder, der sich nicht an mich stört. And then as we continue in Matthew, Wenn wir dann weitermachen in Matthäus, and Jesus began to speak about John. Jesus spricht über Johannes. And so he talks about what did you see in John?
In John. in Matthew about John. Und was seht ihr in Matthäus über Johannes? What do you see in this John the Baptist? Was seht ihr in der Figur Johannes der Täufer? Did you see a prophet? Seht ihr einen Propheten? And he says, yes. Und sie sagen ja. I tell you, he's more than a prophet. Und Jesus sagt dann, er ist mehr als ein Prophet. This is the one of whom it is written, see, I'm sending my messenger ahead of you who will prepare your way before you. Und von dem steht geschrieben, sehe, ich sende meinen Botschafter vor dir her, der einen Weg vor dir bereiten wird. Isaiah 40, Das steht in Jesaja verse 40, 3. Vers 3. A voice cries out in the wilderness, prepare the way of the Lord. Eine Stimme ruft aus der Wüste, bereitet den Weg für den Herrn. Make a straight in the desert a highway for our God. Macht in die Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. And everybody understands, this is, well, Jesus says, this is John the Baptist. Und in 40, Vers 3 ist das, was Jesus sagt über Johannes. Isaiah 43, that voice in the wilderness is John the Baptist preparing the way of the Messiah, because then Jesus will come. Jesaja 40, da steht, dass die Stimme in der Wüste, die den Weg bereitet für den Messias zu kommen. It's like John the Baptist is removing all the rubble, Das ist so, als würde Johannes der Täufer den ganzen Gerümpel preparing the wegräumen, way, dass der Weg frei ist. and then Jesus will lay the asphalt of the highway. Und Jesus pflastert dann alle. And then we have a smooth going on the highways, on the German highways. No speed limit. Klärt dann alles und dann können wir gut darauf laufen. Es Alright. gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. That is what is pictured here. Now the motif Das ist, was is geredet one wird. of Und a highway. jetzt ist dieses Bild, das der And Schnellstraße. that is the beginning of the second half, that we call that the book of comfort, the restoration. Und jetzt genau hier fängt das zweite Teil des Buches an, das Buch der Tröstung, der Herstellung. Okay, when Jesus says, Das Jesus sagt. I am the way, Ich the bin der Weg, truth, die and Wahrheit the life, und das Leben. everyone knew that Jesus is talking about the highway of Isaiah. Da wusste jeder, dass Jesus von diesem Bild von Jesaja geredet hat. Because it's the same word in the original Greek. Denn das sind dieselben Wörter im ursprünglichen So when he says, I am the way, the truth, and the life, I am the way, the highway that Isaiah talks about. Und wenn es steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist es der Weg, über den Jesaja redet. Okay? I am the highway. Ich bin der heilige Weg. That is talked about in Isaiah. Die Straße, über den Jesaja Isaiah redet. 43, Jesaja 43, verses 16 16 to 19. bis 19. Thus says the Lord who makes a way in the sea, a path in mighty waters. Das sagt, so spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht. Okay, and so again, and later in verse 18, I make a way in the wilderness. Und in 18, ich denke nicht an den Führer und den Weg in der Wüste macht. So Jesus is talking about the Exodus, Also Jesus redet über den Exodus, about the coming out of Egypt, über das Auszug aus Ägypten. but it is supernatural. Aber es ist It's even übernatürlich. bigger than Es that. ist größer als das. And it's deliverance of sin. Und es ist die Befreiung der Sünde. 49 verse, because remember Jesus says, I am that highway. 49, erinnert, Jesus sagt, ich bin der Weg. Okay. And so you also in 49 verse, chapter 49 verses 10 to 12. Und jetzt in 49, 10 bis 12. Who is leading the people on that way? Wer leitet die Menschen auf dem Weg? Not Moses, Nicht Mose, not Elijah, nicht but Elia, it's Jesus. sondern Jesus. 49 verse 10. He is leading them because that's what he said to the John the Baptist. 49, Vers 10. Okay. So even the Exodus coming out of Egypt Und selbst der Auszug aus Ägypten kommen, is already a picture of what God is going to do das ist so ein Bild, was Gott tun wird. 2 times. Zweimal. First physically, Einmal physisch, then spiritually. danach geistlich. Where there is no way, Wo da kein Weg ist, God makes a way. macht Gott einen Weg. Okay? Instead of parting the sea, Anstatt dass er das Meer teilt, in Hebrews 10, ist jetzt in Hebräer verse 10, 19 19 bis to 21, 21, it is by the tearing of the flesh. sondern dass das Fleisch zerrissen wird. Okay, chapter 10, Hebrews chapter 10, Kapitel 10 in verse Hebräer 19, 19 21 to 21, bis 21. there is a new way opened up. Da wird von einem neuen Weg berichtet, der geschrieben ist. It says the new and living way, Ein neuer lebender Weg, a new highway. der neue schnelle Weg. Okay, and it comes how? Und wie kommt er? By the tearing of Jesus' flesh. Dadurch, dass das Fleisch Jesu in zwei geteilt wird. By the laying down of his life on that cross, Jesus opened the highway.
Dadurch, dass Jesus sein Leben am Kreuz bezahlt hat, hat er diesen Weg eröffnet, freigeräumt. Okay, why don't you read in German then, Hebrews 10, verses 19 to Das 21. lesen wir jetzt in Deutsch, Hebräer 19 bis 21. Weil wir, denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Yeah? Good. Das ist gut. The way was opened. Der Weg wurde